Herzlich willkommen, lieber Steinbock, zu deiner Tarotkartenlegung für den Zeitraum vom 11. Januar bis zum 20. Januar. Das ist die dritte Dekade in euren Sternzeichen und an alle Steinböcke, die bisher Geburtstag hatten, herzlichen Glückwunsch zu eurem Geburtstag. Ja, wir befinden uns in der dritten Dekade in euren Sternzeichen und so auch mitten in eurer erdverbundenen Energie. Das beeinflusst uns alle unterschiedlich stark und da möchte ich mir heute anschauen, wie diese Energien bei dir ankommen, lieber Steinbock. Zu der aktuellen Dekade. Wir haben über die gesamte Dekade hinweg abnehmenden Mond. Ja, mal schauen. Wie wird diese Dekade für dich, lieber Steinbock? Eine Karte für den Steinbock. Der Wagen. Ja, also es kann halt in dieser Dekade jetzt so richtig losgehen. Wenn du ein konkretes Vorhaben hast, ein konkretes Ziel, dann wirst du in dieser Dekade anfangen, dieses Ziel in die Tat umzusetzen. Bisher hattest du dann auch so im metaphorischen Sinne halt Vorbereitung getroffen und das könnte sich in der Dekade noch ein wenig hinziehen. Aber irgendwann kommt dann der Moment, wo es dann halt so richtig losgeht und du dich für einen Weg entscheiden wirst und es auch tun möchtest. Ich sehe hier sehr viel Optimismus und Tatkraft und der Wunsch, nach vorne zu schreiten, einen Sprung nach vorne zu machen. Beherztes Handeln auch, ne? Du wirst dich auf diese Reise auch freuen. Ja, falls du jetzt noch kein konkretes Projekt hast und nicht genau weißt, worum es da geht, könnte es sein, dass sich plötzlich auch etwas ergeben wird, ein neues Vorhaben, ein neues Ziel, etwas, was dich wirklich mit Begeisterung erfüllt und dich sehr motiviert. Hier zeigt sich auch in dieser Karte Krebssteinzeichen. Vielleicht hast du es mit einem Krebs zu tun in dieser Dekade oder hast selber sehr starke Krebsenergien in deinem astrologischen Chart oder aktuell. Fernweh, ne? Krebs ist auch immer so zwischen Fernweh und Heimweh sein. So, das kommt mir gerade hier auch durch. Vielleicht wirst du auch eine größere Reise unternehmen in dieser Dekade. Das ist auch nicht ausgeschlossen. Und dass du jetzt hier damit anfängst. Du solltest auf jeden Fall so jetzt um diese Zeit, bevor die Dekade angefangen hat oder am Anfang der Dekade nochmal überprüfen, ob du wirklich an alles gedacht hast, ob du alle Vorbereitungen getroffen hast, nochmal gründlich über alles nachdenken, bevor die Reise, auch im metaphorischen Sinne, losgehen kann. Ja, schauen wir mal, auf welche Lebensbereiche sich das bei dir bezieht, lieber Steinbock. Du möchtest neue Erfahrungen machen, aber auch auf Basis von vergangenen Erfahrungen. Weiß nicht, wenn das jetzt zum Beispiel wirklich eine Reise ist, dann warst du schon mal dort und du willst jetzt auch absichtlich irgendwie diese Stadt oder diesen Ort, wo du bist, wo du sein wirst, auf eine neue Art und Weise erfahren und eine vergangene Erfahrung auf diese Art und Weise korrigieren. Das ist natürlich kann natürlich auch ein metaphorisches Bild sein, jetzt einfach nur, dass du hier einfach dich auf einen Weg begibst, auf den du auch schon mal warst, aber du willst jetzt irgendwie etwas anderes von diesem Weg. Ne? Es ist wie eine zweite Chance oder du hast dir diese zweite Chance selbst geschaffen, selbst gegeben und weißt jetzt ungefähr, du bist jetzt, hast jetzt noch eine andere Reife und weißt jetzt einfach ganz genau, du wirst anders mit der Situation umgehen. Und so einer Herausforderung stellst du dich jetzt hier. Ja, ich hatte hier gesagt nochmal, dass du nochmal ganz genau
drüber nachdenken solltest, ob du alles beisammen hast, ob du den Wagen gut gepackt hast, ob du entsprechende Vorbereitungen getroffen hast. Ja, diese Karte möchte dir hier auch den Rat geben, dass du dir ein gutes Konzept überlegen solltest im Vorfeld, dass du dir viele Gedanken machen solltest, wie du dir etwas vorstellst, dass du deine Ideen versuchst schon mal irgendwie, ja, zu einem Konzept zu bringen, zusammenzuführen, zu einer Ordnung, zu einer Struktur zu gestalten. Ja, das steckt auch, wenn es hier auch um neue Erfahrungen geht oder beziehungsweise um die neue Erfahrung, alte Erfahrung, also alter vergangener Erinnerung, dann steckt da natürlich auch viel Manifestationsenergie dahinter, ne? Dass man sich einfach ein anderes Leben, eine andere Weise zu erleben für sich wünscht von einer gewissen Situation. Und da muss man natürlich genau überlegen, was möchte man eigentlich wirklich? Was soll das eigentlich sein? Mit Wünschen ist es ja so eine Sache, wenn wir uns man kann durch Wünsche unheimlich viel erreichen, aber wenn uns diese Kraft nicht bewusst ist, dann wünschen wir uns auch manchmal negative Erfahrungen, negative Ausgänge, ohne das wirklich bewusst ohne dass uns das bewusst klar ist. Deswegen ist es hier, glaube ich, wichtig, im Vorfeld deine Gedanken nochmal so zu reflektieren und zu überlegen, was erwartest du jetzt eigentlich von diesem neuen Weg, der vor dir liegt. Ach, und auch hier haben wir diese Metapher des Weges, des Pfades, dass da auch ein neuer Pfad auf dich wartet, auf dem du noch keine Erfahrung hast. Irgendwie eine Abbiegung, wenn wir in diesem Bild bleiben, oder irgendwie so ein Trampelpfad, eine Abkürzung oder ein schönerer Weg, je nachdem. Du wirst jedoch eine Entscheidung treffen, die dich auf einen unkonventionellen Weg führen wird. Auf einen Weg, auf dem nicht nur du wenig Erfahrung hast, sondern auch generell wenig Leute Erfahrung haben. Es ist auf jeden Fall irgendwie ein anderer Pfad. Mit welchen Herausforderungen hast du es in dieser Dekade zu tun? Ja, das sind hier diese Vorbereitungen, ne? Die Stagnation. Also es fängt mit mit einer gewissen stagnierenden Energie bei dir an, lieber Steinbock. Aber keine Sorge, es ist eigentlich gar nicht schlecht, weil mit so einer Energie kann man wenigstens gründlich über eine Sache nachdenken. Ja, du hast nämlich sehr viele Optionen und das ist dir sehr bewusst und du könntest auch mitunter das Gefühl haben, dass du nicht richtig vorankommst oder einfach nicht klar vor dir siehst, welche von diesen Optionen du wirklich eingehen solltest, welchen Weg du da gehen solltest. Und das könnte so ein Hin und Her überlegen bei dir bewirken, dass sich auch irgendwie, ja, wodurch man sich immer im Kreis bewegt. Es ist wichtig, das große Ganze zu sehen, ne? Und seine Perspektive zu erweitern, um aus diesem Kreislauf heraustreten zu können und wieder den klaren Blick nach vorne wiederzufinden. Bei den einen oder anderen könnte es auch sein, dass sie ein gewisses Ziel oder Vorhaben oder einen gewissen Wunsch für einen anderen Wunsch aufgeben müsst. Der Gehängte spricht davon, dass man bereit ist, ein Opfer zu geben, damit es wieder vorangeht. Wenn wir jetzt auf diesem Bild des Wagens bleiben, der Reise, ne, dann hat man halt immer so verschiedene Ziele. Man möchte das sehen, das sehen, das sehen. Aber man kann eben nicht alles sehen. Man kann im Leben nicht immer alles haben. Und es könnte sein, dass du eins von diesen Zielen eben, dass du da sagen musst, okay, das geht einfach nicht, dass du einsehen musst, dass es nicht geht, sondern aber dadurch kannst du eben deine ganzen anderen Ziele erreichen. Ne, wenn man sonst in dieser stagnierenden Energie bleiben würde und darauf beharrt, dass man unbedingt alles haben möchte, dann bekommt man am Ende gar nichts.
So ist das manchmal hier mit den Gehängten, ne? So eine Energie kann das hier sein. Und auch hier mit der Erinnerung, mit den Pfad, dass du dir hier ganz genau überlegen musst, was dir wirklich wichtig ist, ne? Und auf einige Dinge könntest du verzichten müssen in dieser Dekade. Aber hier kommt überraschender Gewinn rein. Eine Situation wird sich überraschend wenden ab irgendeinem Zeitpunkt. Hier könnte Geld reinkommen, ein finanzieller Gewinn, jemand könnte dir etwas schenken. Aber es könnte auch eine plötzliche Begegnung sein, die dich sehr beflügelt. Eine sehr überraschende Begegnung. Irgendwas, was dich sehr motiviert. Etwas, was hinzukommt. Oder eben eine Information, die nochmal alles verändert. Aber das ist dann halt wirklich so eine sehr wichtige Information dann. Also irgendwas kommt in dieser Dekade hinzu, was du am Anfang der Dekade noch nicht wissen kannst, was einfach irgendwie nochmal die ganze Situation verändert. Und ich kann dir sagen, es ist etwas, was dir auf jeden Fall zugutekommt, was irgendwie dazu führt, dass du am Ende mehr hast, ne? Mehr Besitz hast. In der Vergangenheit sind dir ganz neue Ideen gekommen, ganz neue Vorstellungen. Du hast hier auch deine Vergangenheit reflektiert, du hast irgendwie das vergangene Jahr reflektiert und auf diese Art und Weise plötzlich irgendwie etwas anders sehen gelernt. Und mit diesem neuen Blick startest du jetzt in dieses neue Jahr und machst dich hier auf die Reise. Ja, irgendwie, es wird irgendwie schon eine sehr geistesgegenwärtige Dekade für dich. Ich sehe hier sehr viel Klarheit, das Gefühl auch von Vollständigkeit. Auf jeden Fall wird dich diese Dekade mit sehr viel Zufriedenheit und Glück erfüllen. Es ist hier auch eine Versöhnung oder Vertiefung einer bereits bestehenden Beziehung möglich. Gutes Teamwork irgendwie auch. Also wenn du dich zusammen mit jemandem auf diese Reise begibst, dann sehe ich hier sehr, sehr viel Verbundenheit zwischen euch beiden und dass diese Verbundenheit sich nochmal intensiviert. Du wirst auch das Gefühl haben, es ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, der richtige Moment für genau diesen Schritt in deinem Leben. So als hätte es gar nicht anders kommen können. Ja, natürlich hat man auch, wenn man etwas in seinem Leben verändert, das Gefühl, also ein paar Sorgen schwingen hier mit, aber du lässt diese Sorgen nicht richtig bewusst an dich ran, aber sie wirken im Unterbewusstsein. Da musst du ein bisschen schauen. Du hast ein bisschen Sorge, dass das ein bisschen pessimistisches Denken kommt mir hier rüber. Du hast ein bisschen Sorgen, dass dein Plan, so wie du ihn dir hier so entwirfst und so wie das alles wird, irgendwie nicht klappen kann. Dass du dem nicht gewachsen bist, dass du hier scheitern könntest. Diese Sorgen sind einfach unterschwellig da, aber du lässt diese Sorgen nicht so richtig an dich heran. Stattdessen gehst du mutig voran, gehst mutig weiter und stellst dich den Herausforderungen des Lebens. Bist hier auch sehr engagiert, sehr stark. Ich glaube, wenn du dich in einer Beziehung befindest und diesen Schritt mit jemandem zusammentust, dann wirst du hier auch durch deinen Partner oder durch deine Partnerin sehr viel Stärke, sehr viel Engagement, sehr viel Leidenschaft erfahren und durch diese Verbindung noch ein wenig mutiger werden. Aber auch so sehe ich hier einfach auch sehr viel Mut für dich, sehr viel Engagement und Wille, vor allem sobald es hier losgeht, ne?
dadurch, dass du dich so dem Leben stellst, möchtest du auch etwas über das Leben selbst erfahren. Du bist hier wirklich du stellst dich halt wirklich diese Herausforderung. Die 5 Kelche. Du hast hier gleichwohl, auch wenn du dir ziemlich viele Wünsche und Träume vorstellst und ziemlich hohe Ziele hast, hast du einen sehr starken, realistischen Blick auf die Welt. Du läufst hier nicht Gefahr, dir irgendetwas vorzumachen oder Illusionen auf den Leim zu gehen. Ne? Du hast hier einen sehr klaren, realistischen Blick und scheust auch nicht, der Wahrheit ins Auge zu sehen. Du machst dir hier nichts vor und das ist sehr, sehr gut, weil die Energien sind ja positiv. Ne? Also ich glaube, das muss man dann auch nicht schöner reden, als es ist. Und es hat hier auch viel einfach damit zu tun, mit deiner Eigenverantwortung hier viel zu tun. Ne? Es wird dir ja auch hier nichts geschenkt. Gut, hier habe ich von einem Geschenk geredet, aber du musst dich hier schon auch behaupten mit dieser Energie und mutig dir das erkämpfen, was du dir hier vorstellst. Ne? Also was du wirklich möchtest, was dir wirklich wichtig ist. Aber wie sagt man auch so schön, ne? Wenn man Dinge, für die man nicht kämpfen muss, die sind dann, jetzt fällt mir der Spruch nicht ein, ne? Aber das macht diese Sache auf jeden Fall sehr viel wertvoller, ne? Dass man sich dafür so einsetzen musste, dass man dafür kämpfen musste. Und natürlich, hier kommt dir schon etwas zugute, aber das ist nicht alles, ne? Das ist nur etwas, was dir hilft. Was dich noch zusätzlich unterstützt, was dir überraschend zugutekommt. Aber trotzdem bist du hier selber verantwortlich für dein Glück, ne? Und das ist dir auch klar. Du machst dir hier diesbezüglich nichts vor und möchtest dir das auch selber erkämpfen. Ja, in deinem Sozialleben wird es sehr erfüllend sein. Ich sehe hier auch Verliebtheit. Ich sehe hier neues Liebesglück, neue belebende Impulse, erfreuliche Entwicklungen auch, Inspirationen, die du durch jemanden bekommen kannst. Und wenn du dich schon in einer längeren Beziehung befindest, dann sehe ich, dass ihr auch eure Verbindung wiederbeleben könnt, ne? Neu entfalten könnt, neue Leichtigkeit da reinbringen könnt. Überhaupt, auch wenn du dich nicht in einer Beziehung befindest, sehe ich das auch ein wenig mit allen deinen sozialen Kontakten, ne? mit deiner Familie und deinen engsten Freunden, dass man hier auch schöne gemeinsame Erlebnisse erlebt, die beflügelnd und eine gewisse Leichtigkeit schaffen. Und es wird einfach ein sehr angenehmer Austausch. Ja, und eben mit so einer Energie kann man sich auch ganz neu verlieben, ne? Und hier wirklich frische, neue, leichte Energie finden in diesem Verliebtsein. Ja, du möchtest... Du befürchtest so ein bisschen, dass du dich verausgaben könntest. Und bezüglich deiner Möglichkeiten an eine Grenze geraten könntest. Aber du solltest dieses nicht schon vorwegnehmen. Wenn sich das einstellt, wenn du die Grenze des Möglichen erreichst, wirst du das schon von selbst feststellen. Und du musst es gar nicht in Gedanken erzeugen.
Das ist hier dein und Pessimismus, der auch einfach im Hintergrund noch ein wenig wirkt. Ja, und das Gegenteil wird nämlich passieren. Neue Leidenschaft, neue Begeisterung. Ja, es wird alles gut werden und sehr viel schöner, als du damit rechnest. Du wirst hier, sobald du diesen Weg gefunden hast, wirklich neue Leidenschaft finden und dich begeistert fühlen einfach. Dich erneuert fühlen, regenerative Energien sehe ich hier und du wirst noch mehr Mut und noch mehr Leidenschaft empfinden. Wenn du dich verliebt hast, dann sehe ich hier sehr starke Anziehungskräfte, eine sehr starke Anziehung zu dieser Person, sehr viel Leidenschaft und Sexualität. Aber diese Kraft kann sich auch verschieden ausdrücken, ne? Auch über Kreativität oder eben Begeisterungsfähigkeit, dass du hier wirklich in deine Tatkraft kommst und bereit bist, noch einen Schritt weiter zu gehen und den gesamten Weg zu gehen, ne? Diesen neuen Pfad zu beschreiten. Und da könntest du wirklich sehr, sehr groß denken mit so einer Energie. Ja, sehr impulsive, sehr starke Karten. Es geht jetzt hier so richtig für dich los, lieber Steinbock. Und das ist halt auch hier sehr viel Tatkraft, sehr viel Macherenergien, sehr viel Umsetzungskraft. Und je nachdem, ob du schon bereits ein Ziel hast oder nicht, du wirst deine Ziele umsetzen können, ne? Ganz klar, ganz eindeutig. Und wenn du keine Ziele hast, wenn du jetzt nicht genau weißt, was für ein konkretes Vorhaben das sein könnte, dann wirst du das bis zum Ende dieser Dekade wissen, was du da möchtest, ganz klar. Und wirst auch in der Lage sein, direkt auf dieses Ziel zuzugehen und es in die Tat umzusetzen. Was haben wir hier? Bald geht's hoch her. Wow, ja, das kann ich hier wirklich nur unterschreiben, ne? Also bald geht's hoch her, ne? Wow, das ist sehr viel Leidenschaft, Begeisterung, Kreativität und auch Sexualität, ne? Also wow. Vollmond im Widder. Widder haben ja wie Steinböcke auch Hörner. Vielleicht hast du es auch mit einem Widder zu tun, aber eigentlich sehe ich das hier weniger. Hier sehe ich Löwe. Und sonst geht es halt viel um dich, ne? Muss man sagen. Hier sehe ich erstmal keine andere Person. Jungfrau noch ein bisschen. Krebs. Aber erstmal, glaube ich, machst du hier erstmal ein paar Dinge mit dir selbst aus, um dann halt wirklich so entschlossen, befreit und klar in den eigenen Zielen halt dich auf eine neue Situation richtig einlassen zu können. Ne? Bald geht's hoch her, lieber Steinbock. Ja, ich wünsche dir eine wunderschöne Dekade. Von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.